Es ist eine gigantische Atmosphäre. Es geht richtig durch. Es sind Emotionen. Ich habe hier schon Spiele erlebt, also die sind wirklich wahrlich unter der Haut gegangen. Ich bin Luisa Walleit. Ich bin seit jetzt schon 9 Jahren als Fanbeauftragte bei Borussia Dortmund angestellt und seit Ende 2024 bin ich Koordinatorin für Inklusionsarbeit. Genau, also wenn sie ein Ticket hat, kann sie dann einfach mit dem Rollator ins Stadion gehen. Sie müsste den Rollator dann einmal zum Stellplatz bringen und dann mit Hilfe einer Begleitperson dann zu dem Platz gelangen. Ich bin ansprechbar für vor allem Fans mit Behinderungen. Die können mich anschreiben, wenn sie Anliegen haben, wenn sie Wünsche haben. Und das ist großteils sehr individuell. Also es gibt nicht den einen Mensch im Rollstuhl, sondern die Bedürfnisse sind sehr individuell. Ein Beispiel, wir haben Rollstuhlplätze im Stadion und auch Plätze für sehbehinderte Fans, wo es dann auch die Blindenreportage gibt. Aber es gibt auch Fans im Rollstuhl, die zum Beispiel eine Sehbehinderung haben und die dann auch von der Blindenreportage profitieren würden. Und die kontaktieren uns dann im besten Fall natürlich im Vorfeld und wir koordinieren, dass die Geräte für die Blindenreportage dann in den Rollstuhlbereich gebracht werden. Ja, das Stadion ist natürlich jetzt schon über 50 Jahre alt und die Gegebenheiten vor Ort sind relativ fest und nicht änderbar, aber wir versuchen einfach mit dem Service vor Ort einige Barrieren abzubauen, wie zum Beispiel die Volunteers, die am Spieltag im Einsatz sind und an verschiedenen neuralgischen Punkten dann vor Ort sind und helfen, ob es jetzt wirklich ist, den Rollstuhl die Rampe runter oder hoch zu schieben, einfach zu zeigen, okay, wo kann ich am besten lang gehen, wo finde ich meine Plätze, wie bekomme ich die Blindenreportage. Was wir auch noch haben im Stadion ist der Catering-Service im Rollstuhl- und Sehbehindertenbereich, wo dann wirklich Mitarbeitende dann zu den Plätzen kommen, die Bestellung aufnehmen und die Sachen hinbringen, weil gerade in der Halbzeit ist es unfassbar voll. Man kennt das Gedränge und das ist natürlich dann mit Rollstuhl dann noch mal ein bisschen eine andere Herausforderung. Und damit sie sich dem nicht aussetzen müssen, gibt es diesen Service, um einfach noch mal das Ganze so ein bisschen zu erleichtern. Susanne und arbeite jetzt schon seit gut 3 Jahren bei Heimspielen als Volunteer beim BVB und mein Team ist das Team für die Inklusion. Üblicherweise haben wir 3 Stunden vor Anpfiff eine Besprechung mit unserer Volontierleitung, der Maren, die erzählt dann nochmal alle Infos zum Spiel. Heute ist Bodø Glimt zu Besuch. Die Norweger sind mit ca. 4.500 Fans bei uns im Stadion. An sich ist es aber ein neutrales Verhältnis zwischen den Fans. Wir gehen von einem ruhigen Spieltag aus. Dementsprechend glauben wir auch, dass es auf Fanebene ruhig wird und wir keine Ausschreitungen haben werden. Ihr macht das so, wie es für euch am besten ist. Vor Anpfiff stehen wir oberhalb der Tribünen und reichen eine helfende Hand, wenn jemand nochmal Unterstützung braucht, um den Weg zur Rolli-Tribüne zu schaffen. Und während des Spiels sind wir dann auf den Rolli-Tribünen. Wenn es irgendwelche Fragen, Probleme gibt, sind wir einfach ansprechbar. Mein Name ist Petra Zonin und ich bin seit ca. 30 Jahren BVB-Fan. Und seitdem bin ich bei jedem Heimspiel da. Hi! Grüß dich! Alles gut? Ja, soweit. Ja, ist doch schön. Ist doch offen. Brauchst du nur abgehen. Und was hast du denn jetzt gemacht? Guck mal, ne? Da. Guck mal. Da. Schön. Da ist er. Andi, hallo. So, schau einmal in Ihre Tasche. Ja. Ist nichts zu nehmen. Alles so. Das alte mache ich einmal ab, okay? Ja, mach ab. Ich wollte es abmachen. Ich glaube, jetzt wird es zerreißen. Mach ab. Ich mache das einmal ab. Ja. Nee, ich hatte schon. Alles klar, dann sind wir durch. Fertig? Okay, gut. Ach so, tschüss. Oh, beim nächsten Mal wieder. Ciao. Und ich habe sie förmlich damit infiziert. Das muss man einfach so sagen. Ich bin seit 45 Jahren
Borussia Dortmund-Fan und dann habe ich sie kennengelernt, mitgenommen und machen auch fast jedes Auswärtsspiel mit. International, national, Rollstuhlfahrer, die haben ja ihre eigene Connection, die kennen sich alle untereinander, die dauernd irgendwo hinfahren und die brauchen dieses Treffen. Das ist ganz einfach, diese Gemeinsamkeit, die haben immer ihre Hobbys und wenn ich die dann eine Woche rausnehme oder durch Auswärtsspiele zweie, dann wird die schon kribbelig. Also das funktioniert ganz schlecht. Ganz am Anfang habe ich Dauerkarte für die Südtribüne gehabt, Block 12. Das ging auch eine gewisse Zeit lang gut, bis ich 2008 eine neue Hüfte reinbekommen habe und 2011 die zweite Hüfte. Und dann merkte ich, dass ich nicht mehr laufen konnte. Also es war irgendwie, es brachte irgendwas nicht. Und bis es dann so nach 2 Jahren rausbekommen habe, dass die Muskulatur im OP-Bereich verkümmert. Trotz Krankengymnastik, trotz allem drum und dran. Es geht immer weiter abwärts. Also sie sind jetzt nur noch minimal da. Und deswegen kann ich leider nur mit meinem Freund hier fahren, auf gut Deutsch gesagt. Wenn ich den nicht hätte, dann setze ich zu Hause rum, in Anführungsstriche. Für Rollstuhlfahrer ist das optimal. Man hat eine gute Sicht. Jetzt haben wir auch zum Beispiel die Steckdosen. Für den Winter ist das natürlich super. Man kann Wärmedecken ansetzen, kann man anschließen und so weiter und so fort. Handys kannst du eventuell aufladen. Also im Moment ist die Rolli, da wo wir auf der Rolli-Tribüne sind, sind wir super ausgerichtet, muss ich schon sagen. Also das, was da abläuft, ist super. Marco, ein Foto. Ja, klar. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Super, danke. Ja, guck. Also muss ich sagen, also, dass er das gemacht hat, fand ich schon super. Ja, mache ich mal nachher bei Facebook rein als Porträt. Ich bin Nina, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin und arbeite seit über 10 Jahren jetzt hier im Gehörlosenblock und übersetze das Stadiongeschehen für die gehörlosen Fans. Im Block selber, wir sitzen oben in 34, das sind 25 Plätze, 5 Reihen, 5 Plätze nebeneinander. Ich sitze davor und ja, übersetze alles, was wichtig sein könnte im Stadion. Es gibt You Never Walk Alone natürlich, die Mannschaftsaufstellung ist wird jedes Mal übersetzt. Und dann die Tore, Auswechslung, Einwechslung, alle Gesänge, sowas wie Her BVB, dann doch eher seltener, das kennen die Fans schon, aber alles, was politisch auch irgendwie von Wert wäre. Hallo, mein Name ist Antje. Mein Gebärdenname geht so, Antje. Ich komme aus Schwerte und fahre hier jedes Mal mit meinem Mann zu den Heimspielen. Wir sind mit der U-Bahn gefahren und das ist unser Stammtreffpunkt hier vorne an dem U. Da treffen wir der Fans uns und quatschen vorher noch ein bisschen. Essen dann noch eine Bratwurst, trinken noch ein Bierchen, nettes und nehmen uns dann ein bisschen die Zeit, warten dann hier noch auf die anderen Fans und so weiter. Und dann gehen wir gleich hier durch den Sondereingang mit unserem Schwerbehindertenausweis und dann sitzen wir in Block 34, gehen da erstmal hoch und dann geht schon los mit der Stimmung und der Vorfreude und dann warten wir, bis das Spiel beginnt. Mein Name ist Martin Fey, ich bin seit 20 Jahren Sehbehindertenreporter bei Borussia Dortmund und fühle mich nach wie vor mit dieser Aufgabe sehr verbunden und freue mich heute Abend auch auf das Spiel gegen Bodo Glimt. Wir machen das normalerweise zu zweit. Der Markus Bliemitzrieder kann heute aus beruflichen Gründen nicht dabei sein, was schade ist. Wir sind nämlich sonst immer ein Team, das macht Sinn bei dieser Sehbehindertenreportage, weil wir halt ständig quatschen, um die Blinden dann auf Ballhöhe zu halten. Wenn wir nicht mehr reden, ist das wie ein Bildausfall für die. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir quasi die Augen für die Sehbehinderten sind. Sollte es einmal laut werden, obwohl das gar nicht zum Spielgeschehen passt, vielleicht läuft irgendwo ein Flitzer auf dem Rasen, dann müssen wir das natürlich auch erwähnen. Oder wenn Banner auf der Südtribüne entrollt werden, die irgendeinen Hintergrund haben, dann informieren wir die Sehbehinderten darüber natürlich auch. Und beim Spielgeschehen ist das A und O die Verortung, wo ist der Ball, als erstes, wer hat den Ball, gerne auch nochmal Hintergrundinformationen wie taktische Aufstellung, damit der Sehbehinderte auch selber weiß, wenn er den Spielernamen hört, Jan Kauto beispielsweise, dann weiß er, okay, höchstwahrscheinlich ist der Ball auf der rechten Seite. Oder man sagt es, wenn er in die Mitte zieht und so weiter, damit man dem Sehbehinderten das bestmögliche Bild vom Spiel liefern kann. Eine gewisse Anspannung gehört irgendwie dazu, dann merkt man auch, das steigert auch die Konzentrationsfähigkeit, aber eigentlich ist es
Vorfreude pur. Ein Fußballspiel zu kommentieren ist das Größte. Das war ein Kindheitstraum von mir gewesen und den konnte ich mir realisieren. Noch dazu bei einem der geilsten Club der Welt. Also was willst du mehr? Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, hier in diesem Stadion zu sein, und Champions League Nächte haben dann schon noch mal was Besonderes. Allein die Hymne zu hören, es ist wie ein Feiertag. Also da kriegt man schon noch immer Gänsehaut. Jetzt eine Stunde vorm Spiel ist die Aufstellung halt da. Das heißt, man kann da noch mal intensiver reingehen, auch mit welcher taktischen Formation der Gegner spielt, mit welchen Leuten. Manchmal spreche ich auch noch mal auf der Pressetribüne, auch mit norwegischen Journalisten in dem Fall, ob irgendwas Besonderes ist. Das heißt, jetzt geht es so an den Feinschliff. Und dann heißt es eigentlich nur noch genießen, und dann mit Anpfiff ist man dann eigentlich in einem Flow und kann gar nicht mehr groß nachdenken. Mein Name ist Stefan Weber, bin schon seit Schulzeiten BVB-Fan, weil ich hier in Dortmund zur Schule gegangen bin, sehbehindert und gehe ins Stadion seit 30 Jahren. Ich habe noch einen Sehrest von, sagen wir 20%, habe hier auf der rechten Seite eine Hornhautentzündung gehabt. Dadurch ist die Hornhaut leider beschädigt worden und der Blick ist milchig, aber auf der linken Seite sehe ich noch normal, also weitgehend, was man normal kennen kann. Die Sehbehinderung, die habe ich von Geburt an und bin immer froh, wenn ich das so weit auch handeln kann, und ich stehe auch zu meinem Handicap, und ich sage mal, nichts ist schlimmer, es gibt schlimmere Krankheiten, und ich sage mal, damit kann ich leben. Es ist eine gigantische Atmosphäre, es geht richtig durch, es sind Emotionen, ich habe hier schon Spiele erlebt, also die sind wirklich wahrlich unter der Haut gegangen. Wir haben ja auch die Audiokommentatoren, die geben das hervorragend 1:1 wieder, und besser kann es an sich gar nicht sein. Die Orter, die sind immer sehr hilfsbereit, sehr freundlich, und das zeichnet Borussia Dortmund auch aus. Ich muss nicht bemuttert werden, aber wenn ich eine Hilfestellung brauche, dann kriege ich sie. Barrierefreiheit fängt ja nicht an, hier eine Rolli-Rampe zu machen und hier Sehbehinderten und Blindenplätze zu machen, sondern Barrierefreiheit fängt da an, Abbauen von Vorurteilen für Menschen mit Handicap. Ob es Rollifahrer sind, ob es drüben die Gehörlosen sind oder hier die Sehbehinderten und Blinden. Und mir ist wichtig, dass diese Menschen Teilhabe am öffentlichen Leben haben. Der gegenseitige Respekt, das ist mir wichtig. Ich glaube, wir haben eher die Möglichkeit, im Alltag zu kommunizieren in unserer eigenen Sprache, und bei den Hörgeschädigten ist es dann halt meistens so, dass man sie nicht immer so um sich herum hat, und das ist dann halt eher so ein Tag auch des Zusammenkommens, sich unterhalten, Austausch, man hat sich lange nicht gesehen, man hat die Gebärdensprache und jeder versteht einen, man braucht nichts erklären, und ich glaube, dann noch der BVB ist, glaube ich, eine schöne Kombi. Wir haben jetzt hier einen Kiosk direkt neben unserem Block. Wenn wir da runtergehen, gibt es dann hier so eine Karte. Also da ist die Hemmschwelle nicht so groß, irgendwo drauf zu zeigen, und dann wissen sie auch, sie bekommen Bier und kein alkoholfreies zum Beispiel. Ich habe ja ein Hörgerät noch drin, ich höre ein bisschen was und spüre aber auch die Schwingungen, die Vibrationen. Wenn ich die Hörgeräte aus habe, dann spüre ich das auch. Aber mit Hörgeräten weiß ich, die Stimmung ist da, die Dolmetscherin ist mit im Blog, die übersetzt, was gesagt wird, wie die Stimmung gerade ist, was die Fans singen. Und diese Gefühle, diese Emotionen, die kommen schon alle sehr gut an, und ich habe auch jedes Mal so ein Gänsehaut-Feeling, auch wenn die Südtribüne BVB ruft und dann sind wir an der Reihe, dann zeigt die Dolmetscherin auch, wer muss jetzt singen und wer ist dran. Es ist einfach so eine schöne Stimmung, es ist Gänsehaut pur, und dieses Gefühl, es ist egal, ob man jetzt hört, nicht hört, schwerhörig ist, was auch immer, die Stimmung ist einfach da und man kann das super erleben und genießen. Ich habe auch jedes Mal Gänsehaut. Ich habe dieses Gänsehautgefühl, das ist einfach wow, diese ganze Stimmung. Ich glaube, es ist richtig laut. Die besten Fans der Welt einfach in diesem Stadion.
21 Uhr in Dortmund, Signal Iduna Park. Es ist wieder Zeit für Königsklasse und damit hallo und herzlich willkommen am 6. Spieltag dieser Champions League. Borussia Dortmund empfängt den frisch gebackenen norwegischen Vizemeister, den FK Bodø Glimt. Gegen die der BVB ja auch so seine Erfahrung gemacht hat. Fabio Silva erobert den Ball. 3 gegen 1. Abspiel auf Brandt, Schuss mit links, 1:0 Dortmund. Tor für den BVB. Ecke wird kurz ausgeführt auf Jens Peter Hauge, nochmal zurückgelegt, Flanke kommt, scharf nach innen, Kopfballtor, der Ausgleich. Das 1:1. Und es ist einer der auffälligsten, der Innenverteidiger, Ali Sami. Rechts, Joe Bellingham macht den Rückpass auf Schlotterbeck. Schlotterbeck hoch hinausgespielt auf die rechte Seite, Kauto, tolle Ballannahme. 15 Meter vor der Grundlinie, Flanke in die Mitte, Kopfball, abgewehrt, Brandt, Tor! Das 2:1. Julian Brandt im Stile eines Mittelstürmers staubt ab zum 2:1. In der 75. Minute. Nicht die Bierdusche, sondern die kalte für den BVB. Das ist für mich ein Tempel. Das ist für mich Freiheit, Freizeit und Sport ist Integration. Wir gehören zusammen, wir wollen das eine, kämpfen und siegen und das ist das Wichtigste. Egal wie sie spielen, du kommst immer wieder her und du hast auch immer wieder die Hoffnung, heute spielen sie, heute gewinnen sie, heute hast du dieses Kribbeln auf gut Deutsch gesagt. Die gewinnen heute, egal wer der Gegner ist, ob Bayern oder was auch immer, du hast dieses Kribbeln heute kommen und wenn es dann natürlich nur ein Unentschieden ist, ja gut, ist die Enttäuschung ein bisschen groß, aber du hast nicht verloren, das ist schon mal ganz gut. Aber es ist halt, du bist halt da, ja, ist halt so. Aber man kommt halt trotzdem gerne her, auch wenn sie verlieren sollten. Du kommst her und gut ist. Wenn wir da alle so sitzen, dann fühle ich schon, als wären wir eine gehörlose große Familie. Wir sehen uns ja auch ziemlich oft, wir halten zusammen, schon ein sehr starker Zusammenhalt und ja, wir sind alle Fans und ja, haben das Herz am rechten Fleck quasi. Und ja, ganz wichtig ist, dass wir uns zusammen freuen, dass wir zusammen lachen. Das ist ja auch jetzt beim BVB nicht so schwierig, ist alles dabei. Ne, wir freuen uns mit und wir sind auch sauer, egal was kommt, aber wir bleiben weiterhin eine Gemeinschaft und haben Spaß dabei. Ohne Nina könnte ich das gar nicht machen. Sie muss irgendwie immer dabei sein. Das ist auch Inklusion für uns. Und sie ist ja auch mit bei uns im Fanclub sehr aktiv. Und seit 2017, davor ja auch schon, aber seit 2017 gibt es ja den Gehörlosenblock offiziell mit den 5 Reihen. Und das ist sehr wertvoll für uns. Wir können als Familie daran teilnehmen, wie alle anderen Menschen im Stadion. Es gibt super viele Unterstützung. Immer wenn es Probleme gibt, ist sie da für uns. Und wenn sie mal nicht da ist, dann gibt es eine Vertretung, die sie besorgt. Ne? Aber ansonsten ist Nina bei jedem Heimspiel dabei und es ist eine sehr schöne Gemeinschaft. Und wir wollen auch keine anderen dolmetschenden Personen. Wir wollen Nina treu bleiben. Gibt's Applaus. Gibt's Applaus. Oh Gott, ist das so unangenehm über mich Nina, selber. Ich wollte gerade sagen, wollte ich dich mal fragen, wie ist das für dich? Ja, es ist schön zu hören, aber es ist schon auch ein bisschen komisch, das selber jetzt auch so zu übersetzen, wie jemand über mich spricht. Aber ja, vielen Dank. Durch die Gespräche ergibt sich das ja immer so ein bisschen, dass wir dann im Kontakt sind, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie ist so die Stimmung, geht's denen gut, brauchen die noch was, gerade akut oder auch langfristig. Und das ist natürlich immer schön, wenn man ein positives Feedback bekommt und einfach merkt, okay, die haben Spaß. Das Ergebnis ist manchmal auch so ein bisschen eigentlich zweitrangig, so das Miteinander steht ganz oft auch im Vordergrund. Und das ist einfach schön zu sehen, dass sich hier auch eine Gemeinschaft gebildet hat und genau, die viel Spaß im Stadion haben.